bin Tobert Knopp aus Hamburg. Ich spiele Bassgitarre bei der Band Turbostart und bin seit 18 Jahren festes Bandmitglied. Ich habe mit 14 Jahren angefangen, klassischen Gitarrenunterricht zu nehmen, weil mir langweilig war. Freunde haben eine Heavy-Metal-Band gegründet, brauchten Bassisten, weil es schon Gitarristen gab, der eine Gitarrenverzerrer hatte. Dann habe ich eine Bassgitarre bekommen von meiner Oma. Meine Mutter wollte mir keine kaufen und mir nicht erlauben, dass ich eine kaufe, weil sie den Teufel darin vermutet, was auch stimmt. Und ich habe dann einfach angefangen, auf der Gitarre die Saiten zu drücken, auf der Bassgitarre die Saiten zu drücken, die ich auf der Gitarre auch gedrückt habe, nur weniger. Und das die ersten Jahre gemacht, dann in ein paar Noise-Rock, Indie-Rock-Bands gespielt, bis ich 1999 im Frühjahr Bassist von Turbostart geworden bin. Musik ist für mich ein essentieller Bestandteil meines Lebens. Ich habe mit 19 die Wahl getroffen, meine Schule nicht abzuschließen und in den Tourbus zu steigen und lieber mit meiner Band rumzufahren und die Welt zu sehen und das zu machen, was ich glaube, was ich am besten kann, Bassgitarre spielen. Und begreife das auch heute noch als eine Entscheidung, die eigentlich endgültig ist, weil ich nichts anderes kann und nichts anderes machen will. Erster Satz Saiten, an den kann ich mich nicht erinnern. Ich kann mich an ein paar erinnern. Hauptsächlich an das Problem, dass auf einer Bassgitarre Saiten drauf waren. Sind ab und zu kaputt gegangen. Dann habe ich eine neue gekauft und die raufgemacht, irgendeine. Und danach wieder irgendeine und danach wieder irgendeine. Und genauso wie mit Instrumenten und Verstärkern und Sound ist es so, dass ich schon immer nicht wirklich eine Ahnung habe, was ich da mache, aber ein Gefühl dazu. Und mein Gefühl war relativ lange, dass irgendwas nicht stimmt. Und das hatte bei Saiten zum Beispiel da einfach sich darüber geäußert, dass die sich komisch angefühlt haben, dass die am Finger wehgetan haben, dass die irgendwie klebrig waren, dass die geklickert haben und scheiße geklungen haben, primär geklickert haben, weil ich das furchtbar finde. Und ich weiß, dass ich immer in so einem alten Schminkkoffer, der so türkis war wie die Gitarre, hatte ich so lose einzelne Saiten und wenn eine kaputt gegangen ist, habe ich eine neue rausgemacht. Und kaputt gegangen sind die meistens, weil ich das Ding rumgeworfen habe und die abgerissen habe. Ich mag an Uniball-Saiten, dass sie funktionieren und halten. Ich habe am Anfang ganz normale Slinkies gespielt, bin dann irgendwann über einen Tipp auf Flat-Rounds gekommen und habe eigentlich da gefunden, was ich immer gesucht habe, soundtechnisch am Bass, nämlich nicht dieses Höhengeklicker, starke Mitten, tiefe Bässe. Und vor einem Jahr, als ungefähr die Slinky Cobalt Flat-Rounds rauskamen, habe ich eigentlich die Seite gefunden, mit der ich am liebsten arbeite, die halt genug Druck haben, genug Definition und halt tatsächlich ein bisschen Höhen zulassen, aber eher so spielen wie gut, also klingen wie echt gut eingespielte Roundrounds.